Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist mir heute eine besondere Freude, euch von einem Teleskop zu erzählen, das, zusammengesetzt aus vielen Einzelteleskopen, so groß wurde wie die Erde selbst. Und nur so konnte es den Schatten eines supermassiven schwarzen Lochs beobachten. Nicht etwa das supermassive schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, ja, darum ging es in einem anderen Video von uns, sondern im Zentrum einer anderen Galaxie. Kolleginnen und Kollegen meiner ehemaligen Forschungsgruppe in Amsterdam sind übrigens Teil eines internationalen Teams, was mit Supercomputern vorhersagt, was man in der Umgebung solcher supermassiven schwarzen Löcher eigentlich sehen kann. Diese Simulation hier zeigt euch, wie die direkte Umgebung eines solchen supermassiven schwarzen Lochs aussehen könnte, unter Einbezug aller bisherigen Erkenntnisse, nach allen Regeln der Wissenschaft und als wäre man gefährlich nah dran. Jetzt schauen wir uns dieses schwarze Loch aber aus einer Entfernung von über 50 Millionen Lichtjahren an. Wie schwer muss es eigentlich sein, überhaupt etwas von dem beobachten zu können, was wir in der Simulation gerade gesehen haben? Ich würde an dieser Stelle gerne zwei führende Persönlichkeiten aus dem Wissenschaftsrat jener großen Kollaboration zu Wort kommen lassen, die es am Ende geschafft hat, den Schatten dieses schwarzen Lochs wirklich zu beobachten. Heino Falke, Professor für Astrophysik an der Universität Nijmegen in den Niederlanden, hat die Antwort auf die Frage, warum diese Beobachtungen eigentlich so verdammt schwierig waren. Man muss ein unglaublich scharfes Teleskop bauen, das in der Lage ist, ein Senfkorn in New York von Europa aus zu sehen. Und das macht man, indem man Teleskope auf der ganzen Welt zusammenschaltet und bei den höchsten Radiofrequenzen beobachten lässt. Und dann kann man so etwas sehen wie den Schatten eines schwarzen Lochs. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal geschafft. Das klang jetzt ziemlich einfach, ist es aber nicht. Ich könnte euch 1000 Dinge nennen, die gut gehen müssen, damit so eine Beobachtung gelingen kann. Ja, stattdessen lasse ich mal meine ehemalige Chefin zu Wort kommen, Sarah Markov, Professorin für Astrophysik an der Universität Amsterdam. Sie beschäftigt sich mit der Theorie und Beobachtung solcher schwarzen Löcher und ihrer Umgebung und war auch an der Koordinierung der Beobachtungen beteiligt, um die es heute geht. I think the most difficult part is really the coordination of such a large group of people, so many different facilities, the fact that we had to request time on different facilities and get everything to come together on a strict timeline. Ich möchte jetzt gar nicht so viel Werbung für unsere eigene Organisation machen, denn am Ende war es eine globale Anstrengung und ohne das Zusammenspiel aller Einzelkomponenten wäre es also gar nichts geworden. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht falsch zu sagen, dass die europäische Südsternwarte ein wirklich entscheidender Partner bei dieser globalen Anstrengung war. ESA's European leadership and the 500 million investment into ALMA and APEX have been instrumental to make the Event Horizon telescope a success. We're now well prepared for future scientific challenges. Ja, wie sah das Foto jetzt letztendlich aus? Hier oben nochmal die Simulation und direkt drunter das Foto. Das Foto ist nicht etwa nur ein Schnappschuss. Ja, das ist ein rekonstruiertes Bild, basierend auf Unmengen an Daten aller Einzelteleskope dieses Teleskopnetzwerks. Dass sich dieses Netzwerk über den kompletten Globus erstreckt, das war natürlich absolut notwendig, damit man überhaupt so ein relativ kleines Objekt in einem Abstand von über 50 Millionen Lichtjahren beobachten konnte. Trotzdem besteht dieses Netzwerk aus nur einer Handvoll Einzelteleskopen. Dadurch kann man, glaube ich, verschmerzen, dass das Bild hier so ein bisschen verwaschen ausschaut. Die Simulation war übrigens absolut notwendig bei der Interpretation des Fotos hier unten. Ja, mal abgesehen von dem verwaschenen Bild, das konnte man am Computer berücksichtigen, weiß man, welche Kernparameter man in der Simulation wie verändern muss, damit man etwas rausbekommt, was am Ende so aussieht wie die Beobachtung selbst. Und so kann man eben Aussagen treffen über die Masse, die Größe oder eventuell sogar den Spin des schwarzen Lochs. An dieser Stelle noch ein kleiner Teaser für unser nächstes Video zu Quasaren. Hier ein brandaktuelles Bild aus den Medien. Da hat man sich also nochmal hingesetzt und aus dem komplexen Datensalat herausgearbeitet, wie denn das Magnetfeld in der Umgebung von so einem supermassiven schwarzen Loch aussehen könnte. Warum das spannend ist, seht ihr dann im nächsten Video. Tschüss!